Eine Pop-up-Matchbox. Weiter geht es in meiner Reihe 24 Boxen für Adventskalender und heute diese Pop-up-Matchbox. Wie ich die gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Eine Pop-up-Matchbox, nicht verquatschen, habe ich schon mal gezeigt. Mit einer Taschentuchverpackung gab es mal als Goodie zu einer meiner Sammelbestellungen. Hier kannst du ziehen und schwuppdiwupp kommt das lustige Huhn raus. Genau, und ich dachte mir, im Adventskalender ist das dann auch mal eine schöne Sache, dass eine Box eben genau diesen Effekt hat. Hier passt natürlich viel mehr rein. Nochmal den Pop rein und jetzt noch einen Pop-up, genau so. Und jetzt, flups, da kommt das Knuddelschaf raus. Und die Box, die Anleitung dafür, zeige ich dir jetzt. Du brauchst nicht viel, Papierschneider ist schon mal ganz gut. Dann ein Stück Farbkarton. Ich habe genommen die Maße 19 x 19 cm. Ich muss immer mal auf meinen Spicker gucken. Ein kleines Stück Farbkarton, das habe ich zugeschnitten in 8,9 x 4,5 cm. Einen Streifenfarbkarton für die Banderole außenrum, also für die Schachtel in dem Fall. Ja, was nennt man wie? Überlege ich gerade. Okay, 9,5 x A4 Länge, 29,7 cm. 2 Stück Designerpapiere, eins würde es auch tun, in den Maßen 8,5 x 9 cm. Und dann habe ich mir das Schaf schon mal gestempelt und gestanzt und koloriert und den Gruß fühlig geknuddelt auf irgendein Schild gestempelt und eben dann ausgestattet. Du brauchst noch ein Stück Klarsichtfolie. Die Maße, ich nehme mal das jetzt, was ich hier habe, das geht auch zu variieren, aber ich glaube, so passt das gut. Das ist etwa 3 cm mal 12 cm in der Höhe. Ja, und dann legen wir erstmal los mit den Falzlinien. Ja, ein bisschen Ordnung machen. So, okay, das Stück 9,5 x 29,7, also ein A4-Blatt. Ziehen wir hier den Haken raus. Die erste Falzlinie setze ich bei 5,1. Die zweite Falzlinie, ich muss mal auf meinen Spicker gucken, bei 14,2. Die dritte Falzlinie bei 19,3. Und die vierte bei 28,4. Dann bleibt Tatsache hinten genug übrig. Ja, diese ungeraden Zahlen kommen dadurch, dass die Banderole ja überall 1 mm breiter sein muss als die Grundfläche. Und dann haben wir es uns schon grob ausgerechnet wahrscheinlich. Die Grundfläche ist ja 19 x 19. Falzen wir an allen 4 Seiten bei 5 cm. Sehen, ob ich mich da jetzt nicht vertan habe, weil das ist schon ein paar Tage her, als ich das in der Reha ausprobiert habe. Ja, also die Box wird mal ganz schnell gebaut, gefaltet. Typische Variante bei solchen Boxen ist, dass ich hier an einer Seite mich entscheide einzuschneiden, und zwar hier. Das mache ich dann links und rechts. Und gegenüberliegend auch. Dann schneide ich hier noch so einen kleinen Falz ab, also eine kleine Klebefläche, damit ich das gleich ein bisschen variieren kann. Die könnte ich auch oben noch abschneiden, aber meistens reicht es unten schon. So. Die Box ist also quadratisch. Und damit das Ganze gut abschließt, habe ich die Hülle etwas breiter gemacht. Das sind die 9,5 und die Box ist 9,9 von der Grundfläche. So. Flüssigkleber. Du weißt ja, ich bin eher der mit dem doppelseitigen Abreißklebeband, aber jetzt machen wir mal einen Flüssigkleber. Kann man ein bisschen besser rucken. Alle Flächen einstreichen, hier vorne den Rand besonders schieben, dass ich den rechten Winkel habe. Rücken, Bild.
Eine Seite fertig und die andere Seite genauso. 2 Fehler gleichzeitig funktionieren, hochklappen, umdrücken, Winkel legen. Und das letzte Eck. Auch die Kante gerade ziehen. Das passt. Und weil wir unten diesen kleinen Keil reingeschnitten haben, steht jetzt hier oben auch nichts über, weil wir können es ja immer gut machen. So. Unsere Box ist schon mal fertig. Da brauchen wir dann gleich dieses Stück und kleben es hier rein. Dazwischen kommt unsere Klarsichtfolie. So, jetzt außen den Schub einmal falten. Mal schauen, ob alles stimmt. Das stimmt perfekt. Aufgestellt, die Maße stimmen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, nicht wundern, die Maße auf meinem Blog für alle Schachteln aufzuschreiben. Notfalls fragt mich an oder erinnert mich auch gern nochmal oder schaut eben hier genau im Video. Da sind immer so ein bisschen extra Arbeiten und ihr wisst ja, ich war kurz 4 Wochen lang nicht in meiner Kreativwerkstatt, sondern unterwegs zur Reha. Deswegen bin ich da ein bisschen im Nacharbeiten. So, das steht. Das steht. Mal gucken, ob es passt. Perfekt, würde ich mal sagen. Passt super. So, und dann nehme ich diese Seite als vorne. Hier ist mein Stück Klarsichtfolie. Maße habe ich ja schon gesagt. Unten setze ich zuallererst doppelseitiges Abreißklebeband an. Und zwar, sag mal, 3 Reihen nebeneinander. Ich könnte hier auch mal Maß anlegen, und zwar bei 4 cm oben setze ich die letzte Klebefläche. Da ist das schon mal ein guter Anfang, das Ding hält gut. Und das setze ich hier mittig in meine Box. Klebeflächen abziehen, natürlich Schutzfolien mittig reinpassen. Kannst du natürlich abmessen. Und damit leben, wenn es nicht ganz exakt ist. Hier auf dieses kleine Stück in den Maßen 4,5 x 8,9 cm setze ich oben ganz klar nochmal einen doppelseitigen Abreißklebestreifen drauf und ziehe den auch schon ab und arbeite unten jetzt aber mit Flüssigkleber. Ja, und damit versäubere ich das innen schon mal ganz fein. Drücke das gut an. Das passt, dadurch wird die Seite auch noch stabiler und eben hält absolut. Ich habe es nicht bis ganz hoch. Warum? Damit sich das hier so ein bisschen geschmeidig rumbiegen kann. Die Klarsichtfolie, die geht auch super. Die gibt es auch im Stampin' Up Sortiment. Das Schaf kann man durchaus mit Flüssigkleber auf die Folie kleben. Dauert nur einen Moment, bis es getrocknet ist. Ich überlege noch, ob ich hier mal das genau andersrum mache. Ja, und zwar setze ich unten jetzt mal den Spruch hin. Schauen mal, was effektiver ist, und du hast wieder eine Variante und kannst dann schauen, was dir besser gefällt. Nicht selber ausprobieren, ich probiere das mal für dich aus. Die Anleitung für diese Pop-Up-Box gibt es natürlich auch auf meinem Kanal und verlinke ich dir. Jetzt ein bisschen höher, mittig, dort scharf, oben drauf. Ja, warum nicht, ne? So, wenn dich das jetzt stört, da oben kannst du die Folie noch ein bisschen abrunden. Hier habe ich es nach dem Schild alles weggeschnitten, was hinterm Schild, dass es mit dem Schild bündig abschließt. Ja, was gefällt dir besser? Wir schreiben. So, bevor das jetzt schön trocknet hier, das Schaf, werden wir noch ein bisschen arbeiten. Und zwar klebe ich von meinen 2 Stück Designerpapier. Du erinnerst dich vielleicht, meine 24 Boxen sollen ja so gestaltet sein, dass man sie aus einem Paket Designerpapier in 12 x 12 Inch exakt komplett zusammen basteln kann. Unten, das sitzt super. Perfekt, und das andere kleben wir außen drauf. Die Naht setze ich nach unten
So. Ja, zu dem Paket, um das noch zu Ende zu bringen, gehört natürlich dann noch, brauchst du noch ein wenig Farbkarton, falls du da Interesse hast, das passend für einen Adventskalender zu bestellen. Schreib mich an, ich packe dir da ein Sortiment zusammen, auch einzelne Farbkartonblätter in den passenden Farben. So, hier haben wir verwendet Farngrün und Lodengrün. Klebt mein Schaf klebt. Jetzt gucken wir, ob der Pop-up-Effekt funktioniert. Und dann ist die Sache schon wieder erledigt. Ich stelle das mal hoch, jetzt sehen wir das Schaf schön. Hier schieben wir rein und jetzt wird abgepoppt, also rein damit mit dem Schaf. Runtergedrückt, hält perfekt und schieben wir mal. Blub, da ist das Schaf. Fühl dich geknuddelt. Ja, fertig. War wieder keine Zauberei. Nochmal wiederholt, was haben wir hier für Boxen stehen? Das ist die Facettenbox. Würfelform. Hier eine Facettenbox, ähnlich wie den Mini-Rucksack, den ich vor kurzem gezeigt habe. Auch da gibt es eine Anleitung für. Der Surcream-Container oder die dreieckige Box, können wir so auch nennen, selbstschließend. Ein Milchkarton und die selbstschließende Box mit Boden, besonders groß. Ach ja, und das Häuschen. Ja, alle Anleitungen, Projekte, die du hier siehst, dazu gibt es Anleitungen auf meinem Blog. Ich verlinke dir und auch am besten die Playlist dazu. Das mache ich gleich hier. Genau, ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Dann bleib doch am besten dran und schau dir gleich weitere Anleitungen und Tipps von mir an. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.